Wir sehen hier den Bronzehortfund von Oberwünsch, der deshalb so spektakulär ist, weil dieser Schmuckhortfund zusammen mit einem Kopf gefunden wurde, mit einem Schädel und einer abgeschnittenen Hand eines etwa 50- bis 60-jährigen alten Mannes. Die Genetiker sagen, die Hand gehört zum Kopf, also zu einer Person, und die Anthropologen sagen, er hat Hand und Kopf nicht freiwillig abgegeben, sondern die Hand zeigt Abwehrverletzungen. Man hat ihn offenbar getötet und dann Hand und Kopf abgeschnitten. Warum man Hand und Kopf über diesen bronzenen Schatzfund deponiert hat, wissen wir nicht. Möglicherweise aus magischen Gründen, aus Schutz, möglicherweise auch um einen Verbrecher zu bestrafen, der vielleicht diesen Hortfund stehlen wollte. Da gibt es verschiedenste Interpretationsmöglichkeiten. Es ist ein extrem ungewöhnlicher Fund. Normalerweise sind diese Hortfunde entäußert und man findet kein Menschenopfer oder Ähnliches dazu. Der Hortfund war in einem Lederbeutel oder Ähnlichem gepackt. Er ist ganz eng gepackt. Er ist also nicht lose beigelegt worden. Und es ist auch nichts Besonderes, denn solche Hortfunde finden sich zu Hunderten in dieser Zeit der mittleren und späten Bronzezeit, also um 1000 vor Christus. Da ist es etwas ganz Normales. Auch schon in der Frühbronzezeit, zur Zeit der Himmelsscheibe von Nebra, haben wir solche Hortfunde. Die ändern sich im Zusammensetzungsmuster. Die Zusammensetzungsmuster der Hortfunde sind immer synchron. In der Frühbronzezeit Beile, in der Spätbronzezeit Sicheln. Das zeigt, dass es nicht zufällig verlorene Händlerhorte sind oder Schmiedehorte, wo ein Schmied sowas vergräbt als Angst vor Diebstahl, sondern dass es tatsächlich systematische Opfer an die Götter sind. Natürlich zeigen diese Opfer an die Götter auch eine soziale Realität. Vielleicht steht die Sichel für eine Frau oder für einen Mann, und diese symbolisieren wieder die Ernte. Das wissen wir im Einzelnen nicht. Hier haben wir einen Schmuckhort, überwiegend Frauenschmuck, der eng zusammengepackt ist und möglicherweise von diesem abgeschnittenen Kopf und dieser abgeschnittenen Hand gleichsam bewacht wurde. Das ist also ein äußerst ungewöhnlicher Befund. Der ist relativ einmalig, deshalb haben wir ihn auch im Block geborgen, sodass man den Hortfund noch in situ sehen kann. Das ist im Museum eine Seltenheit und das halte ich auch für ganz wichtig, dass man die nicht immer vereinzelt und losgelöst sieht. Damit man trotzdem weiß, was in dem Hortfund ist, haben wir eine Computertomographie gemacht und diese Computertomographie wird hier auf eine nicht sichtbare Spiegelscheibe projiziert, sodass dieser sich bildende und auflösende Hort, also in diesem Bild, in diesem Schwarz-Weiß-Bild, sich sozusagen bildet und auflöst als eine Art Folie über diesem realen Befund. So kann man den Hortfund sehen, ohne dass man ihn zerlegt, und er erscheint so geisterhaft, nicht? Der zugrunde liegende Trick ist nicht etwa eine geniale digitale 3D-Installation, sondern es ist einfach der alte Trick der Frau ohne Unterleib, der seit dem 18. Jahrhundert von Zauberkünstlern benutzt wird. Da wird einfach ein Spiegel nicht sichtbar montiert und das Ganze wird über sozusagen Winkel projiziert, also eine ganz raffinierte, aber einfache Methode. Wir nutzen im Museum gern alte Zaubertricks, die aber ausschauen wie modernes Hightech, die aber stabil laufen, die Menschen verblüffen, vor allem aber die wissenschaftliche Aussage, die wir treffen wollen, verstärken und den Fund und den Befund verdeutlichen. Und deshalb sehen Sie die Sachen sozusagen authentisch im Fundzusammenhang und das scheint mir besonders wichtig zu sein, da man dann sozusagen noch im Museum Archäologie live erleben kann und nicht eine Tertiärerhaltung hat, sondern zumindest eine Sekundärerhaltung der Befunde. Also die Befundehaltung ist etwas ganz Wichtiges. Sie können das hier im Landesmuseum in Halle sehen. Besuchen Sie uns, besuchen Sie den Mann mit der abgeschnittenen Hand.